Good morning from Dresden, Saxony. Nellie and I are continuing our channel takeover of the Visit Dresden YouTube account with another video exploring the city. Ja, und heute dreht sich bei uns alles um Kunst, Kultur und Geschichte und wir beginnen unseren kleinen Kulturgang hier an der Semperer Oper. And then we will visit more museums and see, I think, a couple of art galleries, as well as a live concert and even get to taste some of the food. Ja, ich glaube, es wird super interessant und bestimmt spaßig. Let's go! We are in the heart of the Semperer Opera here, and this building is phenomenal. It was reconstructed 3 times after what was first a fire and then World War II, but it is super photogenic, and to see this amazing restoration work in person is so cool. I think a concert here would be absolutely amazing. Ich wollte schon immer mal den roten Teppich langlaufen. That was amazing. The Opera House here is definitely one of the main cultural buildings in Dresden. Ja, und das Coolste ist, ihr könnt einfach jeden Tag vorbeikommen und eine der geführten Touren buchen. Yeah, and now it's time to go and see some more of the cultural art here with some paintings and sculptures at one of the museums. Ja, weiter geht's. Der nächste Halt auf unserem Kulturrundgang durch Dresden sind die staatlichen Kunstsammlungen. So we are currently in the Museum der staatlichen Kunstsammlungen. Exactly, and it is a beautiful museum here in Dresden with some incredible sculptures and some paintings dating back to sort of like the 16th, even 15th century, and just awesome. Ja, die Skulpturen sind der Wahnsinn. Nach unserem Besuch bei den staatlichen Kunstsammlungen sind wir jetzt am Kulturpalast angekommen. And we are here just in time to catch a classical concert, and it is very fitting given this is the cultural video for Visit Dresden Channel. Das ist richtig, aber ich glaube, es geht schon los, deshalb müssen wir uns ein bisschen beeilen. Let's go! So, das war wahrscheinlich das kürzeste klassische Konzert, auf dem ich jemals war, aber sehr, sehr cool. It was great, and it is time now to continue on with our cultural tour here of Dresden City. And do you know where we're going next, Nellie? Nein, weiß ich nicht. Next stop for us is the Military History Museum. Ja, und Teil dieses historischen Gebäudekomplex wurde von Liebeskind entworfen. Ihr könnt ja mal raten, welcher das ist.
our tour of the Military History Museum here in Dresden continues, and it is massive. This is one of the biggest collections of World War I and World War II artifacts in Europe, if not in the entire world. So if you are at all interested in the history of World War I and World War II, this place is a must-see when visiting Dresden. In der Dauerausstellung über 10.000 Ausstellungsstücke und dieses beeindruckende Boot ist eines davon. That's my shadow right there. How that is even possible is wow. Wow, das war super, super interessant. Die Ausstellung hat vor allem gezeigt, welche unglaublichen Auswirkungen der Krieg auf die Menschheit hatte und auch immer noch hat. Und es war total interessant zu sehen oder mehr über die einzelnen individuellen Stories der Menschen während des Krieges zu erfahren. Also nicht nur die großen Nummern, sondern wirklich die einzelnen Geschichten der Menschen. And if you want to learn more about this museum, be sure to check out the description of this video where we'll link the website, or if you're here in Dresden, just come and check it out for yourself. Now it's time for us to continue our cultural tour of Dresden and the surrounding area by going to the beautiful gardens of Pillnitz. Am Schlossgarten Pillnitz angekommen, der sich ungefähr 20 Minuten außerhalb von Dresden befindet, und es ist ein wunderschöner Tag, deshalb ist es gerade nach den ganzen Museen schön draußen zu sein. The perfect place to get outside and explore a little bit, see these beautiful gardens and some of the architecture of the castles. So good for photography and really looking forward to exploring a bit. Ja, ich auch. So the Pillnitz Castle is a Baroque-style palace that was constructed right on the banks of the Elbe River, and what we're seeing today was more or less completed in the 16th century, and it was used as a summer residence for some of the court and the kings from the Kingdom of Saxony, which was located in Dresden. Ja, ziemlich cool. Man kann sich auch wirklich noch vorstellen, so wie es heute aussieht, dass damals die Herrschaften hier ihre Sommertage verbracht haben. Amazing. Now I should also make it clear that this has been restored, and these facts that we're telling you are not necessarily 120%. I'm not a historian. I don't know the exact timeline history of this palace, but from what we've learned while we've been here and from the information provided, that's what we're trying to reciprocate to you here. Weißt du, was heute noch auf dem Programm steht? No, what's that? Das Eröffnungskonzert des Moritzburg-Festivals in der gläsernen Manufaktur von Volkswagen. Really? Okay, that sounds cool. Ja, auf jeden Fall. Let's go. Wir sind zurück von Pillnitz, umgezogen und aufgefrischt, und zwar weil we are here at the opening concert for the Moritzburg Festival in front of the transparent factory of Volkswagen, and I think it's gonna be really cool. Ja, ich bin gespannt.
Wow, was für ein schönes Konzert das war. Die perfekte Eröffnung des Moritzburg-Festivals. Allerdings kriege ich jetzt so langsam Hunger. Wie sieht es bei dir aus? Yes, I am definitely getting hungry. Looking forward to dinner, and it will be our first dinner here in Dresden City. And we are going to the Sophienkeller. Ja. And I think that means cellar. Das ist richtig, sehr gut, Greg. German's getting better, slowly but surely. Let's go get some food. Der Sophienkeller hat offensichtlich eine sehr traditionelle deutsche Küche. Die haben Sachen wie Kartoffelsuppe, Sauerbraten. Wir haben jetzt allerdings Forelle und den Hackepeter bestellt. Aber das Beste an diesem Restaurant ist eigentlich das Ambiente und die Atmosphäre. This Hackepeter might be my new favorite thing. It is so good. Dresden Kulturvideo neigt sich leider schon dem Ende zu. That's it, but we have had such a good introduction to the local culture here in Dresden City, from the music to the art and the history to some even live performances, and then of course the food. Really great. Ja, es war super lecker. Aber natürlich ist die sächsische Kultur so viel größer, als dass man sie einfach in ein Video packen könnte. Deshalb freuen wir uns auf die nächsten Tage. And it's something to look forward to because we get to continue our exploration of Dresden and the surrounding area during this YouTube channel takeover with Nellie and myself, Greg. And the next video that's coming up is an activities vlog, which I think is going to be fantastic. Ja, und wenn ihr irgendwelche Fragen an uns oder an Dresden Tourismus habt, einfach unten in die Kommentare reinschreiben. And we'll see you on the next video. Bye bye.